Schon wieder ist in den USA ein angeblich unschuldiger EU-Bürger hier von der Grenzpolizei aufgegriffen und inhaftiert worden, bevor er dann nach Irland abgeschoben wurde. Alle weiteren Details zu diesem aufsehenerregenden Fall in diesem Video. Ich habe ja schon einige Videos zu diesem Thema gemacht, wo wir hier gemeinsam Fälle analysiert hatten von den angeblich ach so unschuldigen EU-Bürgern, die hier völlig grundlos von der US-Grenzpolizei aufgegriffen und dann abgeschoben wurden und dann vielleicht davor noch hier in Auslieferungshaft gesessen sind. Meine Meinung dazu kennst du bereits. Ich halte das für eine komplette Hysterie. In meiner Analyse, und du kannst dir die Videos anschauen, zu diesem Thema bin ich immer zu dem Schluss gekommen, dass diese Personen absolut nicht unschuldig waren, sondern entweder gelogen haben, sowieso schon viel zu lang unerlaubterweise in den USA waren und sich ansonsten auch rechtswidrig verhalten haben oder zumindest einfach extrem dumm waren. Ich will dir an dieser Stelle sagen, dass es sehr sicher ist, als Tourist in die USA einzureisen. Ich würde mich von solchen Berichten hier nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn du einen Urlaub in den USA geplant hast. Ich bin selbst 2008 in die USA ausgewandert. Wir helfen Mandanten seit vielen Jahren in die USA aufzuwandern, kümmern uns um die rechtlichen und die steuerlichen Aspekte, US-Visa, US-Firmengründung, steuerliche Betreuung, wenn du in den USA bist, auf Deutsch natürlich. Unser Office ist in Austin, Texas. Ich habe in den letzten Jahren und schon fast Jahrzehnten, will ich sagen, gesehen, was hier solche Fälle anbelangt von Personen, die zum Beispiel ausgewiesen wurden aus den USA. Und ja, ich kenne solche Fälle auch von Personen, die mit ESTA in den USA angekommen sind. Auch hier kenne ich Fälle von Ausweisungen. Mir persönlich ist kein einziger Fall bekannt, wo jemand, der in den USA sich hier unrechtmäßig aufgehalten hat wegen ESTA und dann hier ruhig und ehrlich reagiert hat, dann weitreichende Probleme in den USA bekommen würde. Das ist meiner Meinung nach alles Panikmache. Hier ist man natürlich bei den Medien in Europa gegen Trump eingestellt. Die europäischen Medien hassen Trump und nun will man hier Gründe finden, um Amerika schlecht zu machen und hier sensationslüstern irgendwelche Fälle präsentieren, an denen man angeblich dann erkennen kann, wie brutal und rücksichtslos hier die Trump-Regierung vorgeht. Übrigens will ich damit überhaupt nicht sagen, dass ich hier allen Maßnahmen zustimme, die hier gerade von der amerikanischen Regierung in puncto Ausweisung zum Beispiel von illegalen Einwanderern hier durchgesetzt werden, auf ziemlich konsequente und brutale Weise. Du hast vielleicht hier die Auseinandersetzung mit Joe Rogan, dem bekannten Podcaster, der ebenfalls in Austin ist, mitbekommen. Er hat sich ja sehr stark dafür ausgesprochen, dass illegale Einwanderer, die einfach nur in den USA arbeiten, aber dort zum Beispiel keine strafbaren Handlungen begangen haben, nicht ausgewiesen werden. Denn die Frage ist natürlich, wie soll die amerikanische Wirtschaft überhaupt existieren? Ich meine, ich bin in Texas. Ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, wie hier die Wirtschaft funktionieren soll ohne illegale Einwanderer. Es gibt ja in den USA viel zu wenig Arbeitskräfte und die Amerikaner wollen ja manche Arbeiten gar nicht mehr machen. Also wie das praktisch funktionieren soll und ob das praktisch jetzt wirklich Sinn macht, einen illegalen Einwanderer, der in einem Restaurant oder auf einer Farm arbeitet, einfach so aus dem Land zu kicken, obwohl er ansonsten nichts falsch gemacht hat. Das ist eine komplett andere Frage. Mir geht es hier speziell um jene Fälle von Europäern, die also mit Visa Waiver, mit ESTA in den USA einreisen und dann angeblich hier, so mir nichts, dir nichts, einfach ausgewiesen werden. So, und hier haben wir mal wieder einen neuen Fall und es geht eben um einen Iren. Sein Name ist Thomas. Er ist Softwareentwickler, er hat eine Freundin in den USA. Er ist im Herbst 2024 in die USA eingereist. Dann hat er sich seinen Wadenmuskel gezerrt. Stell dir das mal vor, seinen Wadenmuskel gezerrt. Was für ein schlimmes medizinisches Drama. Und angeblich hat ihm dann ein amerikanischer Arzt empfohlen, für mindestens 3 Monate nicht zu fliegen, weil das ansonsten zu Thrombosen im Flug führen könnte, weil er ja hier durch seine Wadenmuskelzerrung dann vielleicht nicht im Flugzeug rumlaufen kann. Was für ein kompletter Blödsinn. Also, jedenfalls, er blieb dann wenige Tage hier zu lange in den USA, eigentlich nur 3 Tage zu lange. Und dann passierte Folgendes, er war mit seiner Freundin in einem Hotelzimmer und hat dann einen Nervenzusammenbruch erlitten. In den englischen Medienberichten, die ich dann noch gleich zeigen werde, redet man hier von einer Mental Health Episode.
Der deutsche Begriff, der dem am nächsten kommt, ist der Nervenzusammenbruch. Und das hat dann dazu geführt, dass er seine Freundin massiv bedroht hat. So sehr bedroht hat, dass sich das Hotelpersonal genötigt gefühlt hat, hier die Polizei zu rufen und ihm dann von der Polizei hier Freiheitsberaubung vorgeworfen wurde und dafür in den USA dann auch strafrechtliche Ermittlungen wegen dieser Sache hier begonnen wurden. Wie es dann üblich ist, die lokale Polizeibehörde muss dann letztlich, ICE ist die Grenzpolizei, letztlich dann informieren, wenn hier ein Illegaler dann hier eine Straftat begangen hat oder zumindest, wenn ihm eine Straftat vorgeworfen ist. Das heißt, ICE hat ihn dann in Gewahrsam genommen und angeblich war er dann 3 Monate hier in Abschiebehaft. Warum das so lange war, kann man hier nicht wirklich sagen, aber offensichtlich hat er hier in dieser Abschiebehaft schreckliche Bedingungen erfahren. Mäuse, Ratten, Kakerlaken, benutzte Unterwäsche hat man ihm dort im Gefängnis angeblich gegeben und dann wurde er letztlich dann nach Irland hier abgeschoben in Begleitung von 2 Grenzschutzbeamten. Ja. So, ich will an dieser Stelle nochmal sagen, ich kenne diesen Fall natürlich hier nur aus den Medien. Ja, das heißt, ich habe ja auch kein Insiderwissen. Alles, was ich hier sage, ist letztlich reine Spekulation und beruht auf jahrelange Erfahrung mit genau solchen Fällen. Aber ich kann mich natürlich komplett irren. Und daher entschuldige ich mich schon mal im Voraus bei Thomas, wenn ich jetzt hier irgendwelche Unterstellungen mache. Hier geht es einfach ja nur um eine Analyse dieser Presseberichte und der Informationen, die daran enthalten sind. Nun will ich dir mal kurz den Artikel hier vom Guardian zeigen, bevor ich dann damit beginnen werde, diese wundersame Story von Thomas einmal auseinanderzunehmen. So, hier die Story vom Guardian, 15. Juli 2025. Irish tourist jailed by ICE for month for overstaying visit by 3 days. Nobody is safe, sagt Thomas. Hier der Artikel. Ich werde diesen Artikel natürlich dann auch verlinken in der Beschreibung dieses Videos. Der Guardian ist natürlich schon eine ernstzunehmende Publikation, ist natürlich ganz klar eine linke Publikation, natürlich aber dennoch ernst zu nehmen. Das sind natürlich gute Journalisten dort, keine Frage. Aber hier in diesem konkreten Fall muss man jetzt ganz klar sagen, wirkt dieser Artikel hier wie als Journalismus getarnter Aktivismus. Ja, also diese Anti-Trump-Agenda, von der ich vorhin gesprochen habe, dieser Anti-Trump-Narrativ, der wird hier sehr deutlich. Aber beschäftigen wir uns nun einmal mit der Story von Thomas im Detail. Also in dem Guardian-Artikel steht, dass Thomas sehr oft in den USA war, dass er dort eine Freundin hat. Das ist schon mal hier extrem auffällig und schon einmal extrem verdächtig. Ja, wenn du sehr viel in den USA bist, ohne Visum, mit Visa Waiver, weil du dort eine Freundin hast und dann kommt es zu einem solchen Fall, wo du dann hier möglicherweise zu lange in den USA bist, dann wird hier sehr schnell der Verdacht wach, dass du möglicherweise in den USA wirklich wohnst und hier ohne Visum in den USA wohnen willst, immer einfach kurz das Land verlässt und wieder zurückkommst. 100%ig ist das schon mal hier ein ernsthafter Verdachtsmoment. Dann natürlich diese ganze Sache mit der Wadenzerrung. Je verrückter die Geschichte klingt, desto unglaubwürdiger ist sie einfach. Das muss man einfach sagen. Ich glaube, jeder von uns, der das Video anschaut, hatte schon mal eine Wadenzerrung. Wenn du mir ernsthaft erzählen willst, dass du deswegen 3 Monate lang nicht fliegen kannst, das ist ja eine solche schwachsinnige Geschichte. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass er hier beim Arzt war in den USA und möglicherweise der Arzt im Kleingedruckten irgendwie geschrieben hat, dass Fliegen riskant sein kann. Oder vielleicht hat der Arzt ihm sogar gesagt, hier, besser nicht fliegen, komm am besten hier einmal pro Woche zu mir in die Praxis. Dann rechne ich dir hier jeweils $500 für einen Besuch ab und werde mich um deine Wade hier kümmern. Aber was für eine lächerliche Ausrede. Wichtig, Thomas hat ja dann angeblich ja auch dann noch die irische Botschaft angeschrieben und die amerikanische Einwanderungsbehörde. Aber ganz wichtig zu verstehen, das bringt dir alles nichts, denn das ESTA oder die Einreise per Visa Waiver ist ja kein Visum. Und wenn du dir das genau anschaust, was du da unterschreibst oder welchen Bedingungen du zustimmst, wenn du das ESTA beantragst, ist, dass der Rechtsweg ganz klar ausgeschlossen ist. Ja, kein Richter kann hier dein ESTA-Status verlängern. Nach den 90 Tagen ist Schluss, aus, fertig, Feierabend. Da gibt es keinen Rechtsweg. Bei einem Visum, hättest du jetzt ein B1, B2-Visum, dann ist ein Rechtsweg möglich. Diese Visa kannst du verlängern, aber ESTA ist kein Visum. Es ist ein Aufenthaltstitel, ein Aufenthaltsrecht. Und du stimmst zu, dass du den Rechtsweg nicht einschlagen kannst und wirst.
Und deswegen kannst du hier mit ESTA absolut nichts machen. Das heißt, nehmen wir mal ein ganz anderes Beispiel an. Mal angenommen, du wärst jetzt in den USA mit ESTA und du hättest einen Autounfall und wärst tatsächlich hier im Krankenhaus in den USA und könntest die USA nicht verlassen, weil du auf der Intensivstation bist. Dann würdest du anschließend natürlich dann in dein Heimatland zurückkehren. Du würdest dann einen amerikanischen Einwanderungsanwalt damit beauftragen, hier das Ganze für dich zu bearbeiten. Der würde dann hier gegenüber der Einwanderungsbehörde den Fall schildern und würde hier um Kulanz bitten. In fast allen Fällen, die ich kenne, wird dann die Behörde auch kulant sein. Man wird die entsprechenden Nachweise einreichen und es passiert gar nichts. Im Worst Case, was passiert ist, dass du dann nie wieder per ESTA einreisen kannst und eben dann ein B1, B2-Visum beantragen musst, was ehrlich gesagt auch kein Weltuntergang ist. Aber grundsätzlich ESTA kann man nicht verlängern. Das heißt, wenn du mit ESTA in den USA bist und aus irgendeinem Grund meinst, du möchtest jetzt das Visa verlängern, das geht nicht, das funktioniert nicht, auch nicht in Notfällen. Also wenn auch immer möglich, dann verlasse das Land. Hätte sich Thomas hier wirklich beraten lassen von jemandem, dann hätte ihm der Anwalt gesagt, hier, also wirklich ignoriere deine gezerrte Wade, hol dir eine zweite medizinische Meinung ein, notfalls, und akzeptiere, dass du so schnell wie möglich die USA verlassen musst. So, Thomas wurde ja dann hier letztlich von ICE aufgegriffen, weil ihn hier die Polizei an ICE reported hat. Würdest du jetzt in der gleichen Situation, aber ohne diesen Vorfall der häuslichen Gewalt letztlich hier durch Zufall von ICE aufgegriffen werden? Es gibt ja immer mal solche Checkpunkte hier auch innerhalb der USA und du bist für 3 Tage zu lange schon in den USA, du hast keinen gültigen Visa-Waiver, kein gültiges ESTA mehr, dann kannst du in fast allen Fällen davon ausgehen, dass dir überhaupt nichts passiert oder der Annahme, dass du dann jetzt demnächst ausreisen wirst. Ja. Möglicherweise bekommst du eine sogenannte Notice to Appear. Das heißt, dir wird dann gesagt, dass du hier vor einem Einwanderungsgericht erscheinen musst. Aber wie gesagt, wenn du dann schon aus den USA weg bist oder möglicherweise auch hier unterschreibst, dass du freiwillig die USA verlässt, musst du nicht davon ausgehen, dass du verhaftet wirst. Du musst dich aber, was die USA anbelangt, an 3 goldene Regeln halten. Und ich habe die ja schon immer wieder hier in meinen Videos wiederholt. Verhalte dich gesetzeskonform. Wenn du dann tatsächlich erwischt wirst, dann lüge nicht. Und drittens, benutze deinen gesunden Menschenverstand. So, der eigentliche Knackpunkt mit Thomas ist natürlich dieser Vorfall seines Nervenzusammenbruchs. Ja, also ich meine, hier wird jetzt auch wieder hier so getan, als ob es häusliche Gewalt sowas ist, was so mit einem Nervenzusammenbruch entschuldigen könnte, mit einer solchen Mental Health Episode. Jetzt sehe das Ganze mal hier getrennt von den USA. Stell dir mal vor, du bist in Deutschland. Stell dir mal vor, deine Schwester, deine Tochter ist mit jemandem zusammen und ist in einem Hotel und sie streiten sich und es artet derart aus, dass derjenige dann deine Tochter, deine Schwester festhält und sie nicht gehen lässt. Und es ist so schlimm, dass letztlich das Hotelpersonal sich genötigt sieht, die Polizei hier zu involvieren. Jetzt versetz dich mal in diese Position rein. Wolltest du nicht, dass diese Person, die sich dann auch noch illegal aufhält in Deutschland, dann festgesetzt wird und ausgewiesen wird, ja, und hier nicht unbedingt mit Samthandschuhen angefasst wird? Würdest du das nicht als verhältnismäßig betrachten? Natürlich, seine Freundin hat dann gesagt, wie es der Frauen oft tun, er hat gar nichts gemacht, ich will nicht, dass ihm was passiert. Aber auch in Deutschland wäre es so, selbst wenn das Opfer der häuslichen Gewalt dann hier denjenigen in Schutz nimmt, dass dennoch hier der Arm des Gesetzes sich hier nicht aufhalten lassen würde. So, und das ist natürlich der entscheidende Punkt. Und deswegen sage ich immer, die angeblich unschuldigen EU-Bürger, die hier festgesetzt werden, wenn du hier in eine Straftat verwickelt wirst oder zumindest der Eindruck entsteht, dass du hier einer Straftat schuldig gemacht hast, und das ist ja eine sehr schwere Straftat, häusliche Gewalt, Freiheitsberaubung, ich meine, viel schlimmer kann es ja fast nicht werden, außer dann noch Mord und Totschlag, ja, muss man ja mal ganz klar und objektiv sagen, ja. Was verdient jemand, dem sowas vorgeworfen wird, ja? Also, ganz klar. So. Jetzt können wir uns dann auch noch vorstellen, dass er sich vielleicht gegenüber den Ermittlungsbehörden hier nicht besonders kooperativ gezeigt hat. Und das ist eben das andere. Das ist eben die zweite goldene Regel, die ich immer aufstelle. Sei ehrlich, damit meine ich natürlich auch, sei kooperativ, ja. Wenn du dich natürlich dann wehrst oder hier Stress machst oder irgendwelche Lügen erzählst, dann werden die hier sehr tough und sehr schnell sehr tough. Ja, und das genau hat er erlebt. So, dann geht die Geschichte weiter. Er sitzt ja dann hier 3 Monate hier in Abschiebehaft unter schrecklichen Bedingungen.
Dafür gibt es keinerlei Beweise. Meiner Meinung nach ist eine solche Abschiebehaft natürlich extrem unangenehm. Aber da werden so Dinge zum Beispiel in dem Artikel berichtet, wie dass er hier keine Anrufe machen kann ins Ausland, seine Kinder in Irland nicht anrufen konnte, etc. pp. Das stimmt garantiert nicht. Du kannst dir internationale Anrufe machen. Das funktioniert. Aber natürlich klar, das ist unangenehm. Ja, vermutlich hat er keinen Anwalt hier organisiert für sich. Ein weiterer großer Fehler, wenn du in einer solchen Situation bist, natürlich einen guten Anwalt hier involvieren und der wird dann schon dafür sorgen, dass dieser Aufenthalt hier so kurz wie möglich ist. Warum das bei ihm angeblich 90 Tage gedauert hat, lässt sich jetzt schwer sagen und ob es wirklich so lange war. Aber allein schon die Tatsache, dass er dann nach Irland zurückgeführt wurde mit 2 ICE-Agenten, ja, also 2 Grenzschützern, 2 Polizisten, die dann mit ihm gemeinsam nach Irland zurückgereist sind, alleine das sagt ja schon etwas davon aus, wie diese Person hier von den US-Behörden eingeschätzt wurde. Sicherlich nicht als das unschuldige Opfer. Also ich habe es noch nie erlebt, ja, dass ein Mandant von mir mit 2 Polizisten nach Hause zurückgeschickt wurde. Ja, wir hatten schon Fälle und ich habe dafür auch schon berichtet, wo jemand zum Beispiel in Austin gelandet ist mit einem ESTA und sich kein Visum besorgt hat, entgegen unserem Rat und dann auch festgesetzt wurde. Der war dann ein paar Stunden da im Flughafen, wo er dort befragt hat, dann sich dazu bereit gekehrt, zurück zu fliegen und ist mit dem gleichen Flieger wieder zurück nach Europa gegangen. Ja, ganz normal, ganz zivil, ohne dass hier irgendwelche Polizisten dabei waren, ohne dass er in Haft war und so weiter und so fort. So, das ist das normale Vorgehen. Das ist das, was man zu erwarten hat. Selbst wenn man, ich sage mal, erwischt wird, in Anführungszeichen, und etwas falsch gemacht hat, ehrlich sein, kooperativ sein. Und dann natürlich, wenn man wieder zu Hause ist, seinen Anwalt involvieren, der versucht, das Ganze glatt zu ziehen und dann zu versuchen, die Konsequenzen hier so milde wie möglich zu gestalten. Also, nochmals meine Botschaft an dich. Lass dich durch solche übertriebenen, hysterischen Presseberichte, wo es ganz klar um eine Anti-Trump-Agenda geht, nicht verunsichern, wenn du in den USA in den Urlaub fahren willst. Lass dir versichert sein, das ist problemlos möglich. Touristen aus Europa, aus der Europäischen Union haben in den USA nichts zu befürchten. Es ist ein tolles Urlaubsland. Die USA sind interessiert an Touristen, aber verhalte dich nicht so wie Thomas auf jeden Fall. Also bitte keine Wadenzerrung, die du dann als Ausrede dafür verwendest, warum du hier länger in den USA mit dem ESTA warst, als du eigentlich hättest bleiben können. Und natürlich ganz klar, bitte keinen Nervenzusammenbruch, keine Freiheitsberaubung, bitte keine strafbaren Handlungen natürlich in den USA begehen oder zumindest den Anschein zu erwecken, dass es hier tatsächlich um eine strafbare Handlung geht. Wenn auch du dich mit dem Thema USA auseinandersetzt und du möglicherweise in die USA auswandern möchtest, du dich von solchen Presseartikeln hier nicht beeindrucken lässt, du die USA ein tolles Land findest, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Ich hatte schon gesagt, ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Wir helfen deutschsprachigen Unternehmern, in die USA auszuwandern, dort ein Unternehmen zu gründen. Wir helfen mit Visa, mit der steuerlichen Betreuung und haben hier schon vielen Unternehmern und ihren Familien beim Weg in die USA geholfen. Ich würde mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Und wir würden dich gerne alsbald auch zu unseren Mandanten zählen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.